Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Tasmota und Sensoren hier auf meinem Kanal Eddie Smart Home. Im heutigen Video möchte ich euch diesen kleinen, aber echt genialen Sensor vorstellen. Das ist ein Radar-Mikrowellensensor, also ein Radarsensor, der erkennt Bewegungen. Und das Geniale an diesem Sensor ist, er erkennt Bewegungen durch Mauern durch so eine Tischplatte, durch Holzplatten, also durch Gegenstände hindurch. Bis auf, ich glaube, Glas und Metall funktioniert der durch fast alle Materialien durch. Das heißt, der Sensor befindet sich hier irgendwo, hier ist eine Wand und er kann eine Bewegung hinter der Wand detektieren. Natürlich hängt es ein bisschen mit der Entfernung ab, wie dick der Gegenstand ist, wo er durchgucken muss und wie groß der Gegenstand ist, der sich bewegt. Aber das Ganze funktioniert durch so Holzplatten sehr gut und auf ungefähr 5 Meter ungefähr geht es. Und ja, dieses Teil habe ich bei mir in meiner Bewässerungsanlage in der Zisterne. Vielleicht kennt ihr das Video. Und zwar ist es dafür da, dass er das Display an der Zisterne ein- und ausschaltet. Das heißt, wenn ich meine Hand vor die Holzplatte halte, dann geht das Display an. Oder wenn ich mich vor der Holzplatte oder vor diesem Monitor im Garten befinde, dann erkennt er diese Bewegung und dann geht das Ganze an. Im heutigen Video möchte ich euch zum einen zeigen, wie ihr diesen Sensor hier anschließt, mit Tasmota betreibt, wie das Blockly dazu aussieht und wie ihr das Ganze auch ohne Blockly betreiben könnt. Das heißt einfach nur mit Rules, so wie es hier aktuell ist. Ich bewege mich. Ich habe hier zwei LEDs aufgebaut. Die eine ist direkt mit dem Sensor verbunden, die andere wird von einer Rule gesteuert und schaltet etwas verzögert ab. Und das könnte zum Beispiel ja ein Display sein oder die Hofbeleuchtung oder ähnliches. So, okay, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Also falls ihr euch dafür interessiert, falls ihr euch für diesen echt coolen Sensor interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch, einen Kommentar, ein Abo und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video zu dem Thema Sensors, Tasmota, I/O Broker, Smart Home und was da sonst noch alles dazu gehört. Also falls ihr kein weiteres Video verpassen wollt, die Glocke aktivieren. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video, bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, legen wir sofort los mit der Verdrahtung, beziehungsweise bevor wir das Ganze verdrahten, nochmal eine kurze Erklärung. Ihr habt hier normalerweise 5 Pins, das heißt, ihr habt auf der linken Seite, wenn ich hier so drauf schaue, ist einmal der Pin CDS und auf der rechten Seite der Pin 3V3. Diese 2 Pins, die werden nicht benötigt. Der linke Pin, dieser CDS, der ist normalerweise dafür da, soweit ich das richtig gelesen habe im Datenblatt, hat es irgendwas mit der Sensibilität zu tun. Das heißt, dort kann man auch noch ein bisschen feiner justieren, aber dann muss man irgendwelche Widerstände anlöten und weiß ich nicht was. Also alles nichts für Beginner. Und deswegen machen wir das ohne. Normalerweise wird es auch ohne gemacht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, was wir haben, sind 3 Pins. Wir haben einmal WIN, das ist unsere Spannungsversorgung, also VIN. Dann haben wir hier OUT, das ist unser Signal. Wenn der Bewegungsmelder oder der Radarsensor ausgelöst hat, dann gibt es darauf unser Signal. Und GND ist halt unser Minus und den schließen wir ganz normal wie den letzten Sensor, den ich euch auch gezeigt hatte, diesen Bewegungsmelder. Genau so wird der hier auch angeschlossen, also Plus an Plus, Minus an Minus. Und das Sensorkabel wird auf D6 angeschlossen, aber ich blende euch hier auch nochmal ein Bild an. So, für alle, die das Video zu dem Bewegungsmelder noch nicht kennen, hier nochmal kurz die Erklärung, was ihr hier seht. Also diese grüne LED hier ist direkt verbunden mit dem Out von diesem Sensor. Das heißt, der Out geht einmal hier auf diesen GPIO, auf den ESP und gleichzeitig hier nochmal auf die grüne LED. Das heißt, sobald eine Bewegung erkannt wurde, geht hier diese grüne LED an. Und diese rote LED, die symbolisiert die Beleuchtung, also die Hofbeleuchtung oder ein Relais oder ähnliches. Das heißt, sobald diese LED angeht, das heißt eine Bewegung erkannt wurde, geht diese LED an und symbolisiert halt, dass das Licht angegangen ist oder das Relais angezogen hat. Und dieses Relais soll dann verspätet wieder abfallen oder dieses LED soll dann verspätet wieder abfallen.
da wir nicht möchten, dass nach 2 Sekunden das Licht wieder ausgeht, denn dieser Sensor gibt das Signal, dass eine Bewegung erkannt wurde, nur für 2 Sekunden weiter und danach fällt das Signal wieder ab. Deswegen brauchen wir unbedingt etwas, was dieses Signal verlängert, und das könnt ihr entweder mit einem Blockley machen oder ihr macht es über Rules in Tasmota. Wie das funktioniert, hatte ich ja letztens schon mal gezeigt, zeige ich in diesem Video aber nochmal kurz oder gehe nochmal kurz drauf ein. Aber falls ihr euch mit Rules noch nicht auskennen solltet, guckt euch das andere Video an. Da werdet ihr geholfen, oder da wird euch geholfen. Da erkläre ich ein bisschen näher, wie das Ganze funktioniert. Okay, also das hier ist die Platine, wie ihr sie gleich im Video sehen werdet. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Flashen. Also der ESP muss zuerst mal mit dem Computer verbunden werden. Falls ihr mit Tasmotizer, das ist das Tool, was ich verwende, noch nichts zu tun gehabt haben solltet oder euch das gar nichts sagt oder ihr generell noch nichts mit Tasmota zu tun gehabt haben solltet, dann guckt euch mal das Video hier oben an. Da geht es um die Tasmota Grundlagen. Da erkläre ich, was Tasmota ist, wie das Ganze funktioniert und gebe euch so einen kleinen Überblick über Tasmota und ESP8266. Das heißt, falls ihr irgendetwas in diesem Video nicht verstehen solltet, guckt euch das alte Video oder das Grundlagenvideo ein, da erkläre ich alles. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mit Tasmota los. Also Tasmotizer ist runtergeladen. Wo ihr das runterladen könnt, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, genauso wie wo ihr die Tasmota Firmware findet, verlinke ich euch auch. Für diesen Sensor benötigen wir die ganz normale Tasmota Firmware, das heißt, wir brauchen keine spezielle Tasmota Firmware. Achtet darauf, dass hier Erase Before Flashing steht. Ihr fragt mich immer wieder, wieso das so wichtig ist. Ganz einfach, wenn ihr den ESP schon mal in Verwendung hattet und dort vielleicht irgendetwas mit Arduino oder ähnliches getestet habt, kann es sein, dass irgendetwas da übrig bleibt und dann kann das zu Problemen führen. Deswegen sollte der ESP immer zuerst mal gelöscht werden und dann erneut beschrieben werden. So kann man sicherstellen, dass es wie eine formatierte Festplatte, man hat dann keine Datenreste. Okay, wir beginnen mit dem Flashen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. So, der Flash-Vorgang ist abgeschlossen. Als nächstes übertragen wir noch die Konfiguration, das heißt unsere WLAN-Daten. Dann könnt ihr hier MQTT eure MQTT-Daten schon eintragen. Und falls ihr möchtet, könnt ihr hier schon das Modul auswählen, also in unserem Fall Generic 18. Bestätigen das Ganze mit Save. Daten werden jetzt an den ESP übertragen, warten einen kurzen Augenblick, gucken uns dann an, was für eine IP-Adresse der Sensor bekommen hat, beziehungsweise der ESP mit GetIP, und er hat die IP 234 bei mir bekommen am Ende. So, als nächstes öffnen wir den Webbrowser mit der angegebenen IP-Adresse und dann sollte das Ganze so aussehen wie hier oder so ähnlich. Ihr geht als erstes auf Einstellungen, dann auf Gerät konfigurieren und jetzt müssen wir dem ESP sagen, an welchen GPIO dieser Sensor angeschlossen ist. In meinem Fall ist es der GPIO 6. Hier wählt ihr dann ganz normal Switch aus, bestätigt das Ganze mit Speichern. Wundert euch nicht, dass hier die grüne LED angeht. Dadurch, dass die LED direkt mit diesem Sensor verbunden ist, funktioniert natürlich die LED schon und ja, die LED leuchtet, aber das Signal kommt nicht im Tasmota an oder nicht im ESP an. Deswegen müssen wir das trotzdem vornehmen, diese Änderung. Okay, die Änderungen haben wir vorgenommen. Das sollte soweit funktionieren. Gehen wir als erstes mal in die Konsole rein und gucken uns an, ob das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn eine Bewegung erkannt wurde, sollte hier On oder Off stehen. So, ihr seht, es wird Off angezeigt, beziehungsweise Off und dann On. Das hängt damit zusammen, dass der Switch Mode noch nicht richtig eingestellt ist. Aktuell sollte Switch Mode 0 aktiv sein und das müssen wir ändern. Prüfen wir das zuerst mal. Ja, Switch Mode 0 ist aktiviert und das müssen wir abändern auf Switch Mode 1. Ganz wichtig dabei, das 1 oder es muss ein Leerzeichen sein und dann die 1 nicht zusammenschreiben. So, testen wir das Ganze nochmal. Jetzt sollte On erscheinen und Off, genau, das macht es auch. Wunderbar, das funktioniert.
Als nächstes wollen wir die rote LED noch in Betrieb nehmen, beziehungsweise unser Relais. Dazu gehen wir wieder in Gerät konfigurieren. Das Relais ist bei mir auf GPIO 13 auf D6 angeschlossen. Wir wählen hier einfach Relais, speichern das Ganze, warten bis der ESP neu bootet und dann haben wir hier diesen On-Off-Schalter. Das bedeutet, wenn wir hier jetzt auf On-Off oder An-Aus schalten, geht die LED an und aus. Okay, das funktioniert soweit. Was jetzt aber noch das Problem ist, sobald die grüne LED angeht, geht auch die rote LED an und die geht dann auch gleichzeitig aus. Und das müssen wir auch noch ändern. Das heißt, wir müssen die zwei Signale voneinander trennen und das machen wir wieder in der Konsole und sagen hier jetzt Switch Mode 15. Mit dem Befehl Switch Mode 15 trennt ihr den Schalter von dem Relais. Das heißt, das hier ist ja unser Schalter, der Bewegungsmelder, und das hier ist unser Relais. Und die zwei Sachen werden jetzt voneinander getrennt und man kann sie separat steuern, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen. So, gehen wieder ins Hauptmenü rein, testen das Ganze nochmal. Licht an, Licht aus, das funktioniert, und die Bewegung. Na, jetzt will er nicht. So. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, das Blocklay ist noch aktiv. Genau, ich hatte vergessen, das Blocklay zu deaktivieren. Deswegen ist das Ganze mit angegangen. Okay, also nochmal testen. Wir haben hier unsere Bewegung und das rote Licht geht nicht an. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier, fällt mir gerade auf. Aber okay, ich denke mal, ihr werdet sehen. So, jetzt kommen wir zur Besonderheit dieses Relais, und das ist dieses Sensors. Und zwar ist das seine Fähigkeit durch Wände hindurch. Also es geht wirklich durch Mauerwerke durch. Natürlich dürfen die jetzt nicht 2 Meter dick sein oder ähnliches, aber der Sensor reagiert auch auf Bewegungen, die durch Holz sind. Also ich habe hier die Holzplatte, die ist ungefähr 2 Meter, und wenn ich jetzt hier mit der Hand unter den Sensor gehe, seht ihr, er hat auf meine Handbewegung hier reagiert. Ich probiere mich hier oben nicht zu bewegen und wieder, und ihr seht, es funktioniert. Sicherheitshalber können wir auch nochmal, ich habe hier nochmal ein Holzbrett. Welches ist die schöne Seite? So. Also so können wir sicherstellen, dass keine Bewegung von mir erkannt wird. Und jetzt gehe ich wieder mit der Hand unten drunter durch und ihr seht, es leuchtet. Warten noch mal kurz und leuchtet wieder. So, jetzt sieht man, jetzt hat er es erkannt. Ich bleibe hier nochmal stehen und jetzt bewege ich mich wieder und geht wieder und jetzt wieder. Also ihr seht, jetzt funktioniert es, so wie es funktionieren sollte. Mal die Hand, hat er auch erkannt. Nochmal. Und nochmal drehen, bewegen. Also ihr seht, das funktioniert. Wir können das sicherheitshalber auch nochmal ganz nah an die Holzplatte machen. Nicht, dass es heißt, dass es nicht so funktioniert. Machen wir das hier mal auf die Seite. So, jetzt kann er mich oben nicht sehen. Und ihr seht, die LED ist wieder angegangen. Und wieder. So, das heißt, er kann wirklich durch Wände hindurch gucken und kann Entfernungen bis circa 7 Meter schafft er durch Wände durch. Ne, nicht durch Wände durch, im Freien hatte ich es bis zu 7 Meter. Bei mir ist dieser Sensor hier verbaut in meiner Zisterne. Das heißt, ich habe den hinter der Holzplatte und wenn ich mit der Hand davor gehe, dann geht bei mir das Display an. Und wenn keine Bewegung erkannt wird, geht das Display halt wieder aus, und dafür ist das hier perfekt. Was nicht funktioniert oder wobei er Probleme hat, ist mit Glas. Also da funktioniert er nicht. Ich denke mal, hier wird er keine Probleme haben. Also mit Glas hat er definitiv Probleme, das mag er gar nicht. Also hier geht es durch, aber durch Fensterglas funktioniert das Ganze halt nicht. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt auch noch mal kurz die Rules an. Das heißt, wie man das Ganze hier über Rules miteinander verbindet.
Beziehungsweise bevor wir das machen, gucken wir uns nochmal kurz im I/O Broker das dazugehörige Blockly an. Das ist ja relativ schnell erklärt. Also wir wählen uns hier oben unseren Switch 1 aus. Das heißt, das ist der Bewegungsmelder. Hier geben wir ein wurde geändert. Hier sagen wir Wert, das heißt, falls der Wert gleich wahr ist, dieser Wert, den findet ihr einfach hier. Das heißt, diese Objekt-ID hier rausziehen, ändert das hier um auf Wert und dann, sobald ihr das hier eingefügt habt, verschwindet auch hier dieses Ausrufezeichen und das bedeutet im Endeffekt nichts anderes wie, wenn der Wert wahr ist, dann soll er hier reinspringen. Als erstes soll er zuerst mal den Timeout beenden, das heißt den Timeout, den wir hier in Zukunft starten, soll er sicherheitshalber vorher mal beenden. Hier einfach nur ein Debug-Baustein, damit wir sehen, wo wir uns befinden. Und hier sagen wir, er soll unser Relais bzw. unsere LED auf wahr steuern. Das heißt, sie soll angehen und 10 Sekunden später soll sie dann halt hier unten wieder ausgeschaltet werden. So, dann würde ich sagen, testen wir das Ganze mal. Wir klicken einmal auf Speichern, starten das Skript, machen das Ganze hier oben, machen wir das Ganze hier hoch. Lösen den Bewegungsmelder aus. Wir sehen, Wert ist wahr, das heißt, er ist jetzt dort reingesprungen und 10 Sekunden später sollte das Zeit abgelaufen sein. So, normal testen, also grünes Licht ist an, das rote sieht man wahrscheinlich nicht. So, ich tue das mal hier auf die Seite und jetzt sollte das rote Licht gleich ausgehen. Wichtig hierbei ist diese Zeit, das heißt, solange wir hier eine Bewegung durchführen oder das Ganze hier immer wieder starten, geht das Licht natürlich nicht aus. Das ist ja auch Sinn und Zweck, solange man sich bewegt, darf das Licht ja nicht ausgehen und dann beginnt es halt immer wieder von vorne, immer diese 10 Sekunden, immer vom Neuen und wenn dann keine Bewegung mehr stattfindet, dann geht sie halt aus, die LED. So, jetzt ist sie aus. Okay, das ist das ganze Blockly. Natürlich kann man das dann auch ein bisschen komplizierter machen, aber soweit sollte das funktionieren und ja, für das Grobe sollte das passen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit den Rules in Tasmota an und dazu muss ich zuerst mal hier dieses Blockly wieder stoppen, ansonsten fuscht es uns dazwischen. Dann gehen wir in die Konsole rein und ganz wichtig ist, hier müssen wir jetzt zuerst mal wieder den Switch Mode abändern. Das heißt, wir sind ja jetzt aktuell auf Switch Mode 15 und das müssen wir abändern auf Switch Mode 4. So, und dann, wenn das soweit erledigt ist, fügen wir unsere Rule ein. Die Rule verlinke ich euch einfach in der Videobeschreibung, könnt ihr mal nachgucken und ein bisschen experimentieren. Also wir sagen hier Rule 1 on, Switch 1 State, das heißt, sobald sich der Status von unserem Switch ändert, soll er Power auf 1 schalten, also unsere rote LED soll er auf 1 schalten, dann Rule Timer 1 soll er auf 6 Sekunden stellen, dann End on und dann kommt der nächste Teil. Und hier sagen wir dann Rule Timer gleich 1, do Power off. Das heißt, nach diesen eingestellten 6 Sekunden soll er die LED wieder ausschalten. Falls ihr hier mehr wollt, was weiß ich was, 60 Sekunden, tragt ihr halt eine 60 ein. Aber so müssen wir zu lange warten. Okay, also wir übertragen den Befehl. Dann müssen wir die Regel Nummer 1 oder Rule Nummer 1 noch aktivieren. Das machen wir mit Rule 1 on. Und jetzt sollte es so sein, die LED geht an, die rote LED geht an und 6 Sekunden später geht dann die rote LED wieder aus. So, rote LED ist wieder ausgegangen und jetzt ist genau das gleiche wie bei dem Blockly auch. Solange hier eine Bewegung stattfindet, muss diese LED anbleiben. Das heißt, sie darf nicht ausgehen, darf nicht flackern, darf was weiß ich was. Auf jeden Fall muss sie immer anbleiben. Und das sieht man auch in dem Webbrowser oder hier in der Konsole von Tasmota, dass der Timer halt immer wieder neu gestartet wird. So, jetzt ist das Licht aus, nochmal an, wieder 6 Sekunden und dann passt das. So, das war's dann. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und denkt dran, die kleine Glocke zu aktivieren, falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Wie gesagt, es kommen noch einige
Videos zu dem Thema Tasmota und Sensoren. Also falls euch das Thema interessiert und generell der I/O Broker, Smart Home und alles, was damit zu tun hat, auf Abonnieren klicken und so würdet ihr mich und diesen Kanal unterstützen. Achso, alle verwendeten Produkte verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut da mal nach. Falls ihr die über meine Links kaufen würdet, würde ich mich sehr freuen, denn so würdet ihr mich und diesen Kanal etwas unterstützen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit eurem Tasmota Bewegungssensor.